Herzensgrüße vom 10. Juni 2025. Von Autos, Aufarbeitung und alten Versprechen. Hallo ihr Lieben. Heute war, ein Tag voller Fahrzeuge. Man könnte fast sagen, es war das reinste Fahrzeugkarussell. Das Herzmobil. Bitwanted, der Junior der Beresino Boys und dem einen Girl, meldete sich bei mir. Sie hatten einen roten Saka bei Kamenka gefunden und wieder flott gemacht und wollten ihn mir schenken. Einfach so. Als Zeichen der Verbundenheit. Als Erinnerung an die gute alte Hoffnung der vergangenen Season, mit der wir so viel Abenteuer erlebt hatten. Dabei waren sie erst am Vortag erneut geradet worden. Trotzdem ließen sie sich nicht unterkriegen. Wieder standen sie da mit gefüllten Vorratskisten und frischen Verbänden, um Beresino am Leben zu halten. Bitwalker berichtete mir von jemandem, der sich wohl ziemlich großzügig aus dem Camp bedient hatte. Vielleicht mehr als nötig gewesen wäre, vielleicht mehr als fair gewesen wäre. Aber wer es war? Keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, wir haben nicht die Mittel, alle Camps zu überwachen. Solnitschny, Elektrosawodsk, Nischneue, da steht kaum noch etwas. Wie sollen wir das alles schaffen? Wir müssen Schwerpunkte setzen, Prioritäten. Das ist hart, aber notwendig. Und trotzdem, ich danke den Beresino Boys von Herzen für ihre Kraft, für ihre Konsequenz und für ihr Herz. Also beschloss ich, etwas später nach Beresino zu reisen. Aber noch wurde ich in Prigorodki dringend gebraucht. Neuzugänge und Krankheiten. Ich begann damit, am Camp Kürbisse anzupflanzen und zu ernten. Später kam Greenies Tom ans Camp. Ich glaube, es wird langsam wirklich Zeit, dass wir ein Tom-Register einführen. Mitgebracht hatte er 2 Bambis, Fred und Heinrich. Ja, wirklich, so nannten sie sich. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute veräppeln mich einfach zu gern. Ich stellte aber keine weiteren Fragen. Einer von ihnen litt an Cholera, aber wir bekamen die Krankheit zum Glück schnell in den Griff. Ein bisschen Medizin und schon sah die Welt nicht mehr ganz so schlimm aus. Kurz darauf trafen auch Blutmond und Vegas ein. Sie statteten sich aus und verschwanden wieder in der Ferne. Dann zog ich los in Richtung Beresino. Vandalismus in Solnitschny. In Solnitschny stand ich vor einem Bild, das mir kurz das Herz zusammenschnürte. Der einzige Unterstand dort, eingerissen. Einfach so. Wozu? Warum? Ich schüttelte den Kopf. Wieder aufbauen, wieder hoffen, wieder beginnen. Jemmet und Black Lion trafen dort etwas später auf einen Tschechen. Ich glaube, es war Honzik. Oder zumindest klang es so, ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich hatte mir den Namen so notiert. Manchmal merkt man sich Dinge, ohne zu wissen warum. Vielleicht, weil sie wichtig werden könnten. Oder vielleicht, weil man hofft, es wäre einfach so. Das Herzmobil wird abgeholt. In Beresino angekommen, traf ich mich am Camp mit Bitwanted. Allerdings gab es Probleme. Er hatte den Code zur Garage vergessen und auch sein Vater Bitwalker kannte die Kombination nicht mehr. Einmal mit Profis arbeiten. Also musste der Junior das Tor springen. Was dann vor mir stand, war nicht nur ein roter Saka, sondern auch ein roter Gunther. Und mein Herz machte einen Satz. Nach langem Besprechen und hin und her bekam ich schließlich den roten Gunther überlassen und war dankbar. Bitwalker nannte das Auto im Spaß das Herzmobil. Ich versteckte es so gut es ging und lächelte leise. Denn auch Geschenke, die anders aussehen als gedacht, können genau das Richtige sein. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erleben werden und wie viele Bambis wir damit an der Küste werden versorgen können. Das Autokarussell. Später, als ich wieder nach Prigorodki kam, tauschte ich meinen schwarzen Gunther bei Nigo ein. Gegen einen weiteren roten. Treue 2.0 nannte ich ihn und er hatte mir das Auto schon lange versprochen. Nun konnten wir es endlich eintauschen. Ultra bekam von Nigo den schwarzen Gunther und strahlte wie ein Kind an Weihnachten. Zumindest glaube ich das, aber hinter dem Schal konnte ich das nicht so genau erkennen. Was für ein Autokarussell. Aber ich war endlich wieder mobil. Das bedeutete handlungsfähig. Krankheiten und Kreisläufe. Pinky wartete nach der ganzen Aktion am Camp. Mit Cholera. Wieder einmal Cholera. Einmal mehr retteten wir einen Freund mit einfachen Mitteln. Einmal mehr zeigte sich, Antibiotikum ist das beste Medikament. Dann kam Misha,
in einer weinroten Olga. Wieder ein Fall von Cholera, wieder Heilung. Einer von ihnen erkannte mich. »Ich war das Bambi, das dich nach einem Kopfschuss fragte«, sagte der Fremde in Englisch. Ich erinnerte mich. Und diesmal antwortete ich nur mit einem stillen Nicken. Vor mir stand ein ausgestatteter Überlebender mit Waffe und allem drum und dran. So sah Entwicklung aus. Und dann kam er, Christian. Oder Ronaldo. Oder Carlos. So ganz sicher war er sich wohl selbst nicht. Und ich ehrlich gesagt auch nicht. Er sprach zunächst nicht. Dann aber sprudelte es aus ihm heraus wie aus einer alten Pumpe, die zu lange stillstand. Er war voller Energie, voller Leben. Und doch hatte ich das Gefühl, seine Stimme schon einmal gehört zu haben. Aber wo? Er sagte, wir hätten uns noch nie getroffen. Vielleicht stimmte das. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls zeigte ich ihm unser Camp und erklärte, für was wir standen. Anfänglich gab es ein paar Schwierigkeiten, weil er das Essen nicht gleich fand. Am Ende zog er aber weiter. Er hatte keinen Plan, wie er offen zugab. Ich hoffte, er würde es trotzdem irgendwie schaffen. Und vielleicht würden wir uns einmal wiedersehen. Rückkehr und Rücksicht. Als die Banana-Ops mit Greenie, Mora und Avendor zum Camp kamen, war ich gerade unterwegs zum Jagen. Statt eines Schweins entdeckte ich 2 Bambis. Wobei, der Ehrlichkeit halber muss ich sagen, dass Mora die beiden an mir vorbeilaufen gesehen hat. Ich war so vertieft in meine Beute, dass ich sie gar nicht wahrgenommen hatte. Ungewöhnlich für mich, aber passiert. Das Schwein entkam mir, aber ich konnte die beiden zum Camp bringen. Das eine Bambi sagte zunächst nichts und überließ dem anderen Bambi namens Nice das Reden in Englisch. Erst später verstand ich, warum sie sich zunächst nicht zu erkennen geben wollte und warum die beiden auch so taten, als würden sie sich nicht kennen. Sie hatten ihre Gründe und gebrochenes Vertrauen spielte dabei eine große Rolle. Ich respektierte das, aber ich glaube, wir hätten ihnen besser helfen können, wenn sie gleich mit offenen Karten gespielt hätten. Erst hinterher stellte sich heraus, dass es sich bei den dreien um Soterio, Sophie und Nice bzw. Sergei handelte, die ich bereits vor Tagen am Camp begrüßt hatte. Sie waren gemeinsam unterwegs gewesen, als sie in ein Feuergefecht mit den Banana-Ops gerieten. Sophie und Nice starben. Soterio wurde gefangen genommen, aber später freigelassen, wie die Bananen betonten. Greenie hatte sie danach kontaktiert und bot ihnen an, sie wieder nach Norden mitzunehmen. Ein Akt der Reue oder des Mitgefühls? Ich glaube, es war eher ein Zeichen. Wir sind bereit, uns zu verteidigen, aber wir wollen euch nichts Böses. Doch bevor es dazu kam, tauchte Soterio von allein wieder auf, und zwar am Bambi-Auffanglager in Prigorodki. Und die kleine Gruppe war hier wieder vereint. Für den Moment. Ich spürte, wie mir das Herz eng wurde. Ich wusste, wie sich Gefangenschaft anfühlte, und ich konnte nur zu gut ahnen, was Soterio durchgemacht hatte. Schüsse auf das Camp. Doch noch bevor wir gemeinsam los konnten, geschah es. Ein Schuss am Camp. Sophie und Nice wurden gezielt beschossen. Ein Unbekannter, versteckt auf dem Berg. Feige. Alle suchten Deckung. Ich war froh, dass ich allen Neulingen immer erklärte, dass wir jederzeit angegriffen werden konnten. Und nein, das dachte ich mir nicht aus. Es gab da draußen wirklich Leute, denen es Spaß machte, uns auf diese Weise die Arbeit zu erschweren. Warum das so war, ich verstand es einfach nicht. Aber im Moment war es auch egal. Wir mussten weg, und zwar schnell. Ich holte Treue 2.0 aus ihrem Versteck, denn Greenie, Mora, Avendor und Soterio sowie Sophie und Nice würden nicht alle in einen Ader passen. So bot ich den Banana-Ops und eben auch den Bambis meine Hilfe an. Wir beluden die Autos in Eile, im Schutz der Häuser und fuhren los. Sicher, schnell, still. Auf halber Strecke scherzten Nice und ich, als wollten wir beide vergessen, wie knapp das alles gewesen war. Aber ich wusste, dass ich gerade auch wieder mein Leben riskierte, um sie heil ans Ziel zu bringen. Genau wie die Banana-Ops. Ich ließ Nice vor Rogovo raus. Greenie, Mora und Avendor brachten ihn dann mit Sophie heim. Und ich fuhr zurück nach Prigorodki. In mir das Gefühl, wir hatten heute wieder etwas gerettet. Wenn auch nur für einen Moment. Bekennerschreiben vom Rand. Und dann war da noch Cone. Er hatte sich wieder gemeldet mit einem Schreiben. Lange, verschachtelt, typisch Cone. Er bekannte sich zur Übernahme des Erbes vom miesen Peter, der bei Vibor erschossen und von ihm beigesetzt worden war.
Zum Runterreißen der Chicks-Fahne vom Rathaus in Tschernogorsk, es sei sein letztes Versprechen an den miesen Peter gewesen. Zu den Sprengfallen in Nischneue und am letzten Fläschle, die er im Pilzrausch aufgestellt hatte, und weil er einfach nicht mehr wusste, wohin mit dem ganzen Sprengstoff, den sein Freund und er gesammelt hatten. Zum Diebstahl der Fahne in Nischneue, auch wenn er nicht genau wusste, warum. Er gab den Pilzen die Schuld. Und dass mit der Beerdigung des Nachlasses von Peter dem Miesen nun alle Altlasten ebenfalls beigesetzt worden waren. Es war ein moralischer Drahtseilakt, beziehungsweise ein letzter Ritt vor dem Wipe gewesen. Was sich zwischen den Zeilen zeigte, war Reue, vielleicht. Eingeständnis, irgendwie, aber auch ein großer Bogen aus Ausflüchten, Versprechen und poetischer Verklärung. Er sprach davon, wie ihn die letzten Stunden durch Tschernarus führten, wie er Biergärten versiegelte, wie er von Pilzen lebte und Albträume hatte, wie er am Ende mit einer Flagge in der Hand vor Solnitschny stand und ging. Er schrieb, als wolle er erklären. Und doch, was er getan hatte, hatte andere in Gefahr gebracht. Was er zerstört hatte, war Vertrauen. Und was er mitnahm, war die Erkenntnis, dass selbst ein verspielter Abschied Wunden schlagen kann. Ich las sein Schreiben, ich verurteilte ihn nicht, aber ich würde nicht vergessen. Wer aus Spaß Schaden anrichtet, ist vielleicht nicht böse, aber ganz gewiss nicht harmlos. Ich antwortete ihn in einem Brief. Hallo Cohn, du schreibst mit Witz, mit Worten, die tanzen und taumeln, irgendwo zwischen Wehmut, Wahnsinn und Wachsamkeit. Ich habe dein Schreiben gelesen, Satz für Satz. Ich habe geschmunzelt, gezögert und geschluckt. Und mich gefragt, was wiegt schwerer, das Augenzwinkern oder die Altlast? Dass der miese Peter nicht mehr unter den Lebenden weilt, überrascht mich und du hast mein Beileid. Auch wenn ich den alten Haudegen nicht persönlich kennenlernen konnte und er uns so manche schlaflose Nacht beschert hat, glaube ich nicht, dass er im Herzen ein böser Mensch gewesen ist. Vielleicht verbittert, aber nicht rein böse. Dass du den miesen Peter beerbt hast, überrascht mich dagegen nicht. Du hast schon immer Geschichten gut zu Ende erzählen können, auch wenn der Weg dahin nicht immer sanft gepflastert war. Dass du ihn begraben hast samt Fahnen, ist nur konsequent. Ob es Frieden bringt, das wird sich zeigen. Die Zeit heilt einiges, aber nicht alles. Und es wird an unseren Taten liegen, was nun weiterhin geschieht. Was mir jedoch schwerer im Magen liegt, ist das andere Kapitel deines Briefs. Die Pilze, die Sprengfallen, das Versiegeln eines Biergartens mit einer Sprengfalle, die letzte Runde, gesäumt von Stolpertreten und Explosiven. Ich will mir krampfhaft einreden, du meinst das nicht böse. Aber gut war es auch nicht. Denn in einer Welt, in der so vieles brennt, sind es oft die Funken, die am meisten Schaden anrichten. Und wir haben lang genug versucht, Tschernarus als Ort zu erhalten, an dem man atmen kann, ohne ständig um sein Leben zu fürchten. Versteh mich nicht falsch. Ich bin bereit zu glauben, dass das kein böser Wille war. Dass du auf eine Art Abschied genommen hast. Auf deine. Aber ich glaube auch, dass dein Tun Spuren hinterlassen hat, die andere ausbaden mussten. Und das wiegt. Egal, ob du es gewollt hast oder nicht. Vielleicht ist das der Unterschied. Ein Versprechen, das man gibt und ein Versprechen, das andere in dich setzen. Nicht immer decken sie sich. Du schreibst von Filmriss und Drahtseilakt, von Albträumen und Selbstzweifeln. Ich nehme das ernst, aber ich wünsche mir, dass du das nächste Mal früher innehältst, nicht erst am Rande der Erinnerung, sondern mitten im Tun. Denn manchmal braucht es mehr Mut, etwas nicht zu tun. Und manchmal reicht schon ein einziger Stolperdraht, um Vertrauen zu zerstören, das monatelang gewachsen ist. Ich danke dir für deine Worte. Und ja, ich glaube, dass da in uns beiden dieser kleine Teil Ordnung wohnt, der inmitten des Chaos den Boden fegt, bevor er weiterzieht. Möge dein Weg dich dieses Mal auf festen Grund führen. Und möge die nächste Fahne, die du hisst, ein Zeichen des Aufbaus sein, nicht des Abschieds. Bleib wachsam, bleib am Leben und halt dich fern von diesen Pilzen. Gezeichnet Erzos Gold. Zum Schluss. Tschernarus ist voller Narben. Manche sind alt, manche frisch. Aber alle erzählen sie von Menschen. Und heute war so ein Tag, an dem trotz allem ein kleines Stück Menschlichkeit wieder seinen Platz fand. Zwischen rotem Lack, rostigen Erinnerungen und ganz viel Regen. Passt gut auf euch auf da draußen.
und bleibt am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.